den Jester zurückzukommen, warum ist es so unbeliebt? Also ich würde sagen, hauptsächlich Jester unbeliebt ist tatsächlich wegen früher. Weil er schon immer unbeliebt war. Also ich weiß, ganz früher gab es schon viele Jojo-Jester, aber eigentlich auch wieder nicht, weil das ist das gleiche wie Ranger früher. Es gab gestern. Es gab damals eigentlich, also mehr Jojo-Jester als heutzutage, würde ich vielleicht behaupten, im High-Level oder von den High-Level-Charaktern. Ja, aber wenn man bedenkt, dass die Hälfte der ganzen Jester auch noch Bow-Jester waren es dann eigentlich wiederum nicht so viele. Und das gleiche kann man bei Ranger sagen. Es gab halt damals kaum Ranger, weil es so viele Bow-Jester gab. Aber insgesamt mehr Jester gab es halt wegen den Bow-Jestern. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen verzerrt worden. Weil, also zumindest bei mir war es so, wenn ich Leute gesehen habe, dann waren die ja größtenteils nur am Rumchillen. Und wenn du jetzt aber als Jester in die PvP-Arena gegangen bist, hast du höchstwahrscheinlich mit Jojo gespielt. Und wenn du aber gelevelt hast oder so, warst du mit dem Bogen unterwegs. Also das heißt, Jester früher waren ein Stück weit zumindest Hybrid, beziehungsweise konntest du auf jeden Fall mit Jojos rumlaufen und trotzdem Hop benutzen und so. Und also ich glaube, das trügt etwas das Bild von früher. Also dass es wirklich früher so viele Jester gab, lag glaube ich hauptsächlich an den Bow-Jestern. Und wie gesagt, Restat, sofort warst du ein PvP-Jojo-Jester, wieder Restat und du warst wieder Bow-Jester. Und du konntest quasi einfach switchen, wie du lustig warst. Gut, du hast halt vielleicht mehrere Equipments gebraucht, aber ich meine, das, sag ich mal, hat ja eigentlich jeder im High-Level gehabt. Und ich glaube, so ultra beliebt war Jojo Jester damals gar nicht. Ich glaube, das trügt einfach ein bisschen. Es gab halt einfach arsch viele Jester wegen den Bow-Jestern, weil keiner Ranger gespielt hat. Und dadurch gab es einfach arsch viele Jester. Und ich glaube, daher kommt diese Erinnerung bei vielen, dass Jester damals so beliebt war. Aber ich glaube, das war gar nicht so. Ehrlich gesagt. Und das ist jetzt ganz früher. Und dann ist aber zu der Zeit, wo ich immer aktiver gespielt habe und kein Kackboon mehr war, so ab 2011. Also so die letzten 14 Jahre. Da kann ich auf jeden Fall sagen, wo dann halt auch der Ranger relevanter wurde, weil der Bowjester quasi vernichtet wurde. Der Bowjester wurde ja quasi, seine Existenz wurde ja quasi gelöscht. Und seitdem der Bowjester gelöscht wurde, seitdem ist Jester eigentlich auch von der Karte verschwunden. Seitdem ist Jester unbeliebt geworden. Und jetzt spielen halt alle Ranger, die mit Bogen spielen wollen. Bowjester existiert nicht mehr. Und der normale Jester ist halt einfach schon immer ziemlich unbeliebt gewesen in FlyFPC. Also zumindest seit ich, wie gesagt, aktiver spiele und halt mehr Ahnung von dem Game habe, als ich 10 war. Also im FlyFPC war Bowjester auch schon immer ein Meme. Jojo-Jester, sag ich mal. Haben wir uns auch schon über ihn lustig gemacht. Vor 10, 12 Jahren haben wir uns schon über Jojo-Jester lustig gemacht. Und jetzt macht man sich immer noch drüber lustig. Weil er so unbeliebt und so kacke ist. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, mein Hauptkritikpunkt an Jestern und warum ich die Klasse immer gehasst habe, war wegen dem Knockback. Oder nein, wegen dem Pushback. Knockback ist was anderes. Wegen dem Pushback, wo du mit jedem Schlag Monster gefühlt zu einer 50% Chance. Jester, er hat die immer von sich weggeschoben mit den Jojos. Und du musstest dann immer hinterherlaufen. Und das war halt das dümmste Konzept aller Zeiten. Ich verstehe nicht, wer sowas entwickelt, ehrlich gesagt. Das war wirklich so bescheuert. Du hast gelevelt und hast sau den geilen Damage gemacht, vielleicht sogar. Aber jeder Schlag oder jeder zweite Schlag, so wie gesagt, so 50% Chance gefühlt, hatte die Chance, also du hast mit jedem Schlag das Monster so ein bisschen weggepusht, aber jeder zweite Schlag hat das Monster gefühlt so richtig weit weggepusht. Und dann ist dein Charakter hat aufgehört anzugreifen und ist dem Monster einen Schritt hinterhergelaufen. Und dieses einen Schritt hinterherlaufen hat dich effektiv halt einen Angriff gekostet. Und dadurch war Jester einfach die mit Abstand beschissenste Klasse überhaupt. Weil wenn andere Klassen 3-mal angegriffen haben, hat der Jester nur 2-mal angegriffen. Wenn andere Klassen 9-mal angegriffen haben, hat der Jester nur 6-mal angegriffen. Also jeden dritten Schlag setzt du einfach aus wie so ein kompletter Vollidiot. Und das war so ziemlich das dümmste Konzept aller Zeiten. Und also wenn mich nicht alles täuscht, ist das immer noch so in FlyFPC. Ich glaube nicht, dass sie das gefixt haben.
Und das ist halt so bescheuert. Ich meine, die ganze Klasse ist kaputt gegangen daran. Und das, also es macht so aggressiv, wenn du einen Jester zuschaust. Oder wenn du deinem Jester zuschaust. Einzige Möglichkeit, es zu verhindern, ist, wenn du alles one-shottest. Dann verhinderst du das quasi. Aber dafür muss dein Jester schon geistesgestalt stark sein, um alles zu one-shotten. Und ja, also das war tatsächlich schon... Also ich glaube, das hat die Klasse ruiniert, ehrlich gesagt. Wenn das nicht wäre... Also das und die Tatsache, dass ein PvP immer unbeliebter geworden ist, beziehungsweise immer irrelevanter, weil Hit of Penya, genau wie in Fly of Universe, by the way, irgendwann nicht mehr ausgereicht hat, um Leute zu one-shotten. Und Asal hat halt lange Zeit, die längste Zeit, Leute gewone-shottet. Und deswegen war Asal dann immer beliebter als Jojo Jester. Also eigentlich die gleiche Entwicklung wie in Fly of Universe, kann man sagen. Weil ich glaube, zu Beginn von Fly of Universe konntest du mit Hop Leute one-shotten. Jetzt, soweit ich weiß, nicht mehr. Ich meine, Asal kann Leute, glaube ich, auch nicht mehr one-shotten. Also es kommt darauf an, wie sie gestattet sind und so. Aber Hop konnte es schon direkt eigentlich kurz nach Release schon nicht mehr gefühlt. Nur zu Release und die kurze Zeit danach vielleicht und dann eigentlich schon nicht mehr. Also gegen richtige PvP-Gegner zumindest. Ich meine, Kaigas Assault kannst du wahrscheinlich schon die Hälfte der Spieler one-shotten, aber das ist ja was anderes. Da sind ja auch PvE-Spieler dabei. Im Guild War, wo nur PvP-Spieler dabei sind, ist es halt wahrscheinlich Trash. Hat man ja auch bei Time Attack, sag ich schon, bei FEC gesehen. Da gab es ja auch nur einen einzigen Jester und der hat tatsächlich die meiste Zeit Auto-Attacks benutzt. Der hat nicht mal gehoppt, der hat die meiste Zeit Auto-Attacks gemacht. Und ja. Also von dem her würde ich sagen, waren das so die Gründe, warum man vielleicht einen anderen Eindruck hatte von der Jester-Beliebtheit. Also ganz früher, wie gesagt, PvP, plus die Tatsache, dass sowieso jeder Jester war und dadurch sich ein Bow-Jester auch easy mal einfach ein Jojo schnappen konnte, um in der PvP-Arena ein bisschen zu hoppen und so, hat er das Bild sicherlich auch stark getrügt, weil du viel mehr Leute gesehen hast, die Jester waren, aber eigentlich wären sie Ranger gewesen, aber sie waren halt Jester, weil es halt Bow-Jester gab. Das hat bestimmt das Bild getrügt und wie gesagt die Tatsache, dass er im PvP dann immer irrelevanter wurde und das mit dem Pushback, was schon viele Leute, glaube ich, abgefuckt hat. Also mich hat es abnormal abgefuckt. Ich hatte nämlich mal einen Jester gemacht, der hieß Casanova 2. Weiß ich sogar noch. Casanova 2 hieß mein Jester. Jojo Jester, gibt es sogar Videos über den Char. In meinem klassischen Fly Let's Play gibt es Videos über den Char. Und ich habe ihn sogar bis Level 100 Master gespielt. Das ist schon ziemlich lange eigentlich. Ich habe immer Events mit dem gefarmt. Und dann, also ich habe, glaube ich, Food mit ihm farmen wollen. Dann habe ich, glaube ich, Ivalice gemacht. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann sehr viel Event mit ihm gefarmt, weil ich mir gesagt habe, naja, wenn ich die Klasse so schon niemals als Main-Character spielen werde, dann kann ich mir zumindest mal einen Jester machen. Fairerweise. Und mir angucken, wie er ist und so. Und da habe ich dann gleich auch irgendwann gesagt, an für sich ist eigentlich gar nicht so bad, aber das mit dem Pushback fuckt mich so sehr ab, dass ich die Klasse niemals spielen würde. Und ja, das war gleich so das war so das Fazit irgendwie. Und ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige. Also wenn sie das mal gefixt hätten, dann wäre er vielleicht gar nicht so unbeliebt gewesen. Weil das mit dem PvP-Faktor wahrscheinlich auch noch schon eine große Rolle gespielt hat. Sieht man ja bei Bildposter. Bildposter im PvE ist ja eigentlich auch nicht so ultra beliebt. Die meisten spielen ihn wegen PvP. Also wenn du bei Bildposter Asal löschen oder kaputt machen würdest, ist auch die Frage, wie viele Leute würden dann wirklich noch Bildposter spielen, wenn das nicht mehr wäre. Weiß man jetzt auch nicht. Oder wenn du seinen generellen PvP-Aspekt entfernen würdest, weiß man jetzt nicht, wie sehr sich das dann wirklich auf die Klasse und die Beliebtheit auswirken würde. Und, ja. In Fly of Universe gibt es den Push nicht und du magst ihn und trotzdem magst du ihn nicht. Ja, aber das ist ja das, was ich sage. Es ist historisch. Es ist einfach in den Köpfen der Leute verankert, dass die Jojo-Jester nicht mögen. Das ist ja das, worauf ich hinaus will. Das waren jetzt die Gründe, warum er schon immer unbeliebt war oder warum er immer unbeliebter geworden ist. Und Fly of Universe hat es halt nicht geschafft, das zu ändern, obwohl sie das mit dem Pushback entfernt haben. Ja? Also ja, es gibt in Fly of Universe den Pushback nicht mehr, das ist richtig. Aber trotzdem ist er immer noch unbeliebt und ich habe jetzt nur probiert zu erklären, warum er unbeliebt ist. Und ich habe es jetzt halt zurückgeführt darauf, dass er schon immer unbeliebt war. Und habe dafür die Gründe geliefert, Sir. Und wenn etwas mal wirklich in deinem Kopf verankert ist, zum Beispiel Blade, weiß jeder, stärkste Klasse, Meister Damage. Und wenn es wirklich mal in deinem Kopf verankert ist, dann ist es schwierig, davon loszukommen, selbst wenn etwas sich ändert.
Weil erstens mal musst du eine Klasse tatsächlich selber spielen, um diese Änderungen zu erfahren. Und ich meine, außerdem geht die Geschichte ja eigentlich noch weiter. Ich meine, das war jetzt ja alles durch Flive PC, was ich gesagt habe. Tatsächlich kann man in Flive Universe eigentlich noch weitergehen und sagen, dass Jester keine wirklichen Aspekte, vor allem im PvE hat, die ihn wirklich jetzt, also wo du jetzt wirklich sagen kannst, ja, ich will jetzt lieber einen Jester als einen BP oder einen Jester als einen Blade spielen, weil er weniger Damage macht. Und ich glaube, es gab sogar mal einen Punkt, da haben wirklich einige Leute auch ihren Jester gequittet, weil, wenn ich mich richtig erinnere, war Jester zu Beginn von Flive Universe extrem unbeliebt. Dann hat er ein bisschen an Beliebtheit gewonnen, ich glaube beim ersten FEC. Dann gab es plötzlich ein paar mehr Jester. Wahrscheinlich auch wieder wegen PvP vielleicht. Das war wahrscheinlich noch vor... ich weiß gar nicht mehr die genauen Updates, ist ja egal. Auf jeden Fall hat er ein bisschen an Beliebtheit gewonnen. Aber ich glaube, dann kam irgendein Update, wahrscheinlich die Levelerweiterung auf 160, oder das müsste schon davor gar nicht gewesen sein. Vielleicht schon vor der Levelerweiterung auf 140, aber egal. Auf jeden Fall gab es einen Punkt, wo die Jester einfach realisiert haben, dass sie viel weniger Schaden machen als zum Beispiel Blade. Und es im PvP natürlich andere Gründe gibt, aber im PvE, wenn du halt einfach viel weniger Schaden machst als zum Beispiel Blade oder so, dann stellst du dir halt schon die Frage, ja, warum soll ich die Klasse dann eigentlich überhaupt spielen? Und sie haben ja letztens erst im letzten Update Jester krass gebufft. Oder was heißt krass gebufft, aber auf jeden Fall nochmal gebufft. Sie haben seine Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Seinen Schaden, glaube ich, erhöht. Auf jeden Fall haben sie ihn gebufft. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gebufft haben. Auf jeden Fall haben sie ihn stärker gemacht. Und das mit dem AOE-Rework. Aber gut, das AOE-Rework ist das sowieso echt die wenigsten interessiert. Wenn Jester ist und bleibt er trotzdem hauptsächlich eine 1v1-Klasse. Und ja, es ist einfach too little, too late, wahrscheinlich jetzt noch einzugreifen, weil jetzt, wie gesagt, es ist einfach wieder in den Köpfen verankert, dass er kacke ist. Selbst wenn das jetzt nicht mehr ist oder etwas besser wieder gemacht wurde, das ist zu spät. Also er war in Flive PC kacke und in Flive Universe hat sich der Trend eigentlich nur weitergeführt und sich, wie gesagt, nochmal in den Köpfen verankert, dass es immer noch kacke ist und das kannst du halt nicht einfach so ändern. Also jetzt müsstest du Jester wahrscheinlich ultra OP machen, damit alle auf Jester switchen und dann müsstest du ihn wieder ein kleines bisschen nerven und dann könntest du sagen, okay, jetzt hast du es vielleicht endlich geschafft, seine Reputation zu retten oder ihn ein bisschen beliebter zu machen. Aber so kleine Änderungen, fast 2,5 Jahre nach Release, ist halt, wie gesagt, too little, too late. Jetzt ist es schon zu spät. Jetzt haben die Leute einfach akzeptiert, dass Jester wieder kacke ist oder immer noch kacke ist. Und ja, das wirst du so einfach nicht ändern können. Also, für Leute, die Jester mögen, ist es wahrscheinlich einfach nur ein einziges Trauerspiel, kann man sagen. Trifft auf mich zum Glück nicht zu, ich mag ihn so oder so nicht. Aber ja. Ist schon irgendwie funny. Also irgendwie auch traurig, aber irgendwie auch funny. Wie sich sowas so lange so durchsetzen kann.